Hallo bei den Konfunos, hier mein Wasabi, herzlich willkommen in Little Chinatown. Und hier bei den letzten Konfunos und beim Abschluss noch was zum Lachen. Das ist ein bisschen Comedy, soll man nicht so ganz so ernst nehmen. Hier in der Kampfkunstkommune bei Li Fung Timor und hier alte Audiodatei aus den 90er, als ich in der EWTO war, bei meinem ersten Kernspecht-Seminar. Liebe Freunde. Guten Morgen, Herr Kernspecht! Guten Morgen, Herr, lieber Timo. Aber aus der Nummer, Herr Kernspecht, sind wir schon lange draußen. Das heißt Dai Si Fu Kernspecht. Oh, guten Morgen, Dai Si Fu Kernspecht. Guten Morgen, lieber Timo. So. Ich muss mich beschweren. Beschweren? In meinem Kernspecht-Seminar hier. Das möchte ich überhört haben. Da stimmt ja gar nichts. Herr Funk, ich verstehe Ihre Bedenken nicht. Sie bewegen sich hier durch einen Kung-Fu-Palast. Kung-Fu-Palast, ich glaube, ich bin... Da stimmt ja gar nichts. Wirklich nichts. Gar nichts. Als ich in Tallinn laufen will, dann ist mir davor ein Dachblatt auf den Kopf gefallen. Und als ich die Tür aufmachen will, ich habe die Klinge in der Hand gehabt. Herr Funk, das ist rustikal. So was Authentisches gibt's nicht nochmal. Ja. Wie damals. 1880. Ja. Denken Sie, die Wing Chun Meister haben sich damals beschwert? Ich mach gleich weiter, Herr Kernspecht. Umkleidereien gibt's nicht. Ich hab in der Besenkammer umziehen müssen. Und Putzfrau hat mich zusammengeschlagen. Was soll das? Lieber Timo, Sie müssen jederzeit mit dem Angriff gefasst sein. Das Leben ist kein Lolli. Kein Zuckerschlecken. Bei einem Bauhof oder in der Umkleidekabine. Jederzeit müssen Sie auf den Angriff gefasst sein. Herr Kernspecht. Kann schon sein, dass das 1880 so die Verhältnisse waren, aber die nicht so die große Gebühren zahlen müssen. Und als die Talle betreten haben, ist mir ein Brett auf den Kopf gefallen. Was ist das da für eine Bruchbude? Herr Funk, jetzt machen Sie mal ein Ende. Sie zahlen noch nicht für die Einrichtung. Sie zahlen ja, dass Sie authentisches Wing Chun lernen. Und wir sind die authentischste von der authentischsten, alles andere ist eine Kopie. Ja. Woanders haben Sie die besten Dojos, aber die Techniken stimmen nicht. Hier stimmt vielleicht die Dojos immer nicht so. Ja, aber die Techniken die stimmen perfekt. Sie zahlen für den Inhalt der Techniken. Sehen Sie das mal so, Herr Funk? Aber beim Fleinen mit dem Schrecklichen, wo ich sonst trainiere, da ziehen wir im Gang um, dann nimmt man Dusche. Ich bin imperiert. Manchmal nehme ich einen Wasserschlauch und tue mir im Hof abspritzen damit. Da sie nicht so schmuddelig heimkommen, so verorgelt. Und. Gut, im Winter war es keine gute Idee, muss ich zugeben. Aber Sie können ruhig ein bisschen mehr Geld in Ihre Einrichtung stecken. Herr Funk? Hier haben wir jetzt ja nicht so rum. Herr Kernspecht, einige Frauen haben mich nackt gesehen. Das ist schon schön, Herr Funk, da haben Sie doch Damenbekanntschaften gemacht. Und ich bin verhaftet worden wegen Exhibitionismus. Herr Funk?
Jetzt haben sie dank der EWTO auch Freunde bei der Polizei. Und die EWTO tut sie doch ihre Intelligenz quasi fordern. Ja, woanders gibt's alles. Umkleidekabine, Duschräume. Und die Menschen, die sind nicht mehr erfinderisch. Die müssen nicht mehr irgendwie kreativ werden. Sie war kreativ, alternativ. Sie war da richtig gefordert an der EWTO. Auf die Idee mit dem Wasserschlauch muss man erstmal kommen. Sie sind immer das Schlechteste vom Schlechtesten. Ja? Die EWTO fordert sie in jeder Richtung. Was ist, wenn mal die Ware nicht da ist? Was macht man dann? Sie kommen überall zurecht, Herr Funk. Ja, sie kann man überall hin tun. Sie wissen immer Lösungen. Sie sind der MacGyver des Wing Chun. Ja. Kein Specht, ich kann meine Wut nicht mehr packen. Herr Funk, jetzt reißen Sie sich mal hier am Riemen. Das kann's nicht mehr sein. Jeder andere wäre froh, er wäre in der EWTO und Sie sind so und immer schimpfen. Herr Funk, ich sehe in Ihnen was Besonderes, ein großes Talent. Das muss man fordern. Sie sind der Kung-Fu-Star der Zukunft. Sie machen bestimmt irgendwann nur Kinofilme und Millionen. Was spreche ich? Milliarden von Frauen haben nur ein Ziel im Leben. Sie wollen mit ihnen ins Bett gehen. Ja. Die wollen mit ihnen rumpoppen. So sexuell aktiv werden. Heidenei, wie geil. Ja, und jetzt stehen sie hier rum und jammern wie ein kleines Mädchen. Husch, husch, wieder an die Arbeit. So wird aus ihnen ein Kung-Fu-Star. Denken Sie an die Milliarden von Frauen, die mit ihnen ins Bett wollen. Soll wir aktiv werden? Okay, bin schon wieder unterwegs. Jetzt ist er weg, der Depp. Der glaubt alles von mir, was ich ihm sag. Der zahlt so viel Gebühren, dass er mein Lebensstil finanziert. Ich lebe natürlich auf hohem Fuß. Ich habe ein Schloss, 300 Angestellte, 7 Porsche, 20 Frauen. Ja, so ein Lebensstil muss ja von irgendwie finanziert werden. Und jetzt steht der Herr Funk da vorne und möchte Ketten vorstößen und träumt, ein Kung-Fu-Star zu werden. Ja, solange er Geld zahlt, ist er voll okay. So, halt der Audiodatei aus den 90ern, man hat es halt nicht verheben können. Es war halt der letzte Kung-Fu-News sein, weil ich jetzt mit YouTube auch aufhöre. Ob ich irgendwann vielleicht mal wieder weitermache, liegt in die Sterne. Und habe eigentlich noch einen Kung-Fu-Schmankel für euch. Also bei der Kung-Fu-News habe ich noch Blumen von Bien, die Rea Kämpfer, Holster-Kanal, normal ist die Rea Kämpferin. Und vielleicht treffen wir uns mal persönlich, liebe Bien. Ja, bin Prinzessin, du gefällst mir richtig und hab die noch Ehre dann mit Blumen. So, zur Ehre. Ja, hab's halt Freude drüber. Schöne Blume, ja. Wir haben mir die letzten Tage vieles Gedanken gemacht nach Köln. Wohnt die Milch ja zum letzten Mal hier. Also die lebt weiter bei mir. Aber wenn wir mit YouTube eine Pause machen, vielleicht ganz aufhören,
Ja, natürlich bleibt sie bei mir, aber in YouTube das letzte Mal erstmal wie ich. Und ja, war für mich das letzte Mal wie für mich hier in YouTube. Ja. Also haben wir ja auch viel Gedanken gemacht und eigentlich war der Weg, über andere nicht mehr schlecht zu sprechen. Und es ist in YouTube doch nicht immer ganz so gegeben, dass man halt Beefs ausweichen kann. Ja. Wir haben das auch einen ganzen Zeitraum geschafft, ohne Beef. Ja. Hat dann halt auch nicht so funktioniert, leider. Ja. Als ich dem Thailänder letztes Jahr geholfen habe, habe ich mit vielen Streit angefangen, weil sie auf mich fixiert sind und den Thailänder in Ruhe lassen. Hat ja funktioniert. Aber jetzt bin ich auch irgendwo innerlich tief verletzt, was in letzter Zeit auch abgegangen ist. Und ja, mir ist auch viel bewusst, war ich hätte über den Rocco nicht so schlecht sprechen soll, obwohl auch vieles Fakt ist. Er hat halt, ist mir in den Rücken gefallen, ist dem Rocco in den Rücken gefallen und das hätte er nicht machen sollen. Wie der mit dem David über das klassische Wing Chun gesprochen, habe ich über beide gesagt, das geht nicht. Ja. Das hätte man aber anders machen können. Hätte man zum Beispiel vieles hätte man auch privat machen können erstmal und dann auch mal antworten. Gut, der Rocco gibt mir eh keine Antwort. Aber man hätte es auch vielleicht immer an der Stelle öffentlich sagen können oder zur Aussprache bringen können. Und weil jeder Mensch möchte Fehler. Ja. Weil ist ein Fehler, wenn der Rocco mir in den Rücken fällt und dem anderen auch. Weil ist ein Fehler, wenn der Rocco und der David so über das klassische Wing Chun sprechen, weil so spricht man im Konkampfstil. Und Wing Chun ist auch der effektivste. Wing Chun ist einer der effektivsten Kampfstile, die es gibt. Was es gibt auf der Straße und ist nicht richtig, aber jetzt vielleicht auch immer erwähnen können und sagen können, okay, jetzt ist Schluss, aber es sind auch andere Sachen. Team Ninja, den mich früher supportet, habe ich als super Freunde gesehen und ich habe immer einen echten Wettkampf gehabt und jeder, der von dem Ding Ahnung hat, sieht auch, dass das ein Wettkampf ist, echter Wettkampf war und wenn er so richtig überwinden müssen. Ja? Und das ist halt auch so, der Fakt ist halt auch so, man kann zeigen, was man will im YouTube. Ja? Man kann zeigen, was man will, du wirst immer angegriffen. Ja? Und das hätte ich auch von Team Ninja nicht gedacht, dass die mir so in den Rücken fallen. Und ich habe da auch Sachen über Team Ninja gesagt, in der Wut, wo ich so nicht gesagt hätte. Und auch, ja, auch nicht, weil irgendwann, du bringst Leistung und du willst auch was zeigen. Und das hat mich richtig verletzt, wie sie über mich berichtet haben. Und man nimmt das auch persönlich. Ja, und Florian da nimmt auch manches persönlich, weil wenn man hart trainiert und Leistung bringt, dann ist es persönlich. Und man bringt der Leistung, will er das Beste machen und dann nimmt man es persönlich. Deswegen habe ich ein paar Sachen über Team Ninja gesagt, wo ich nicht so meine und auch nicht so denke. Und ja, das sind auch oft so, verletzt mich richtig. Ja, mit dem Rebbe One haben wir gerade Streit, mit der Menti ist Streit da und von daher muss ich auch mal ein bisschen zu mir finden, mal mit YouTube Pause machen oder ganz aufhören, weil ich habe noch viele andere Probleme im Leben und die möchte ich halt auch mal das andere mir zuwidmen und wie schon gesagt, es ist bald, YouTube ist das Beste, eine von den besten Sachen, die passieren kann als Kampfkünstler, als Kampfsportler, als jemand, der da ein bisschen was zeigen will. Aber es ist ja momentan so, dass die, die was zeigen, immer angegriffen werden. Und da macht es auch keinen Spaß mehr. Und dann musst du, wo Leistung zeigt, müssen sie uns rechtfertigen bei Leuten, die gar keine Leistung zeigen. Und dann immer ist das, irgendwas stimmt nicht. Du findest immer was zum Kritisieren. Ja? Und von daher, ich habe so langsam auch keine Lust mehr. Wäre der Kampf zur Blutrünstig gegangen, der jetzt geheißen, kennst du keine Grenze. So habe ich halt einem Freund Hand gegeben, bevor es zu eskalieren, das war doch okay. Der Mann hat in dem echten Wettkampf seine Leistung gezeigt, er meine Leistung gezeigt und in einer Gesellschaft, wo eigentlich normal der Sieg wichtiger ist wie die Freundschaft, war dort die Freundschaft wichtiger wie der Sieg. Und schade, dass die Leute, ja, ich finde richtig traurig, weil immer weniger zeigen nur YouTube Leistung, weil die Leistung zeigen,
immer so fertig gemacht wird, dass das eigentlich macht nicht mehr weiter. Jetzt wird bald nur noch diskutiert und das finde ich schade. Ja. Und von mir, ich habe auch da irgendwo ein Interesse verloren oder irgendwie momentan noch was zu machen, egal was du mischst, die findet immer was zu kritisieren. Ja. Ein anderes Beispiel wollte ich auch nicht mehr, aber das ist mir jetzt entfallen. Ja, also auch zum Beispiel vom Verhalten her. Wäre mir dann heißt, der will nur Beef, der ist nur auf Streit aus, der ist streitsüchtig, der Thema. Ja. Wäre zum Beispiel letzte bei dem Livestream, wo ein bisschen andrungen war, wäre der einfach weggelaufen. Jetzt kann ich sagen, guck mal, der Thema, der ist schon gleich eingeschnappt, mit ein bisschen Spaß. Ja. Und hätte da ein bisschen auf Pompe gehauen und ein bisschen geschrien und lauter, der streitet doch nur mit Elle. Es ist doch eingeladen vom Patrick, jetzt streitet er, vom Roger Chickadee, jetzt streitet er mit dem. So, okay, da habe ich halt erstmal ein bisschen Spaß mitgemacht und habe den halt machen gelassen. So. Und jetzt heißt halt, er lässt sich vorführen. Ja? Also egal wie es mischt, ist Misch falsch und von der ist das Interesse auch verflogen bei mir irgendwo, momentan weiterzumachen, weil ich habe da so viel, ja, möchte aber trotzdem mir das nicht nehmen lassen, für den Roger Chickadee Werbung zu machen, der neue Kanal. Und der Kanal heißt Kampfkunst Roger Chickadee. Bitte alle Abonnenten abonniert ihn, ja, supportet ihn, helft ihm, ja. Er ist leider im Knast. Ich hoffe, dass er die harte Zeit übersteht und dass er wieder rauskommt und vielleicht auch mal über sein Leben nachdenkt, was kann ich besser machen, wie kann ich mich in der Gesellschaft besser einfügen, wie kann ich sozialer werden, wie kann ich auch mich verbal, sozialer besser ausdrücken, ohne unter die Gürtellinie zu gehen, ohne Obszönität. Ja. Und ich habe ihm damals ein paar Tipps gegeben, weil er ist als Kampfkünstler sehr gut. Ja. Gut, die Pistoleabwehr, die nehme ich dem auch nicht so ab, aber das andere, vieles andere möchte er als Kampfkünstler richtig gut und da möchte ich ihn halt auch unterstützen als Freund und sage, ja, mach deinen Weg, aber mach das sehr intelligent und mit Niveau. Ja. Weil das Niveaulose, so, ist Entertainment, kann man machen, kann man halt nicht machen, weil damit der ganze Ruf der Kampfkunstszene geschadet wird. Ja. Und du verkörperst ja uns Kampfkünstler auch, du verkörperst auch mit Jet Kune-Do ein ganz wichtiges Erbe von Bruce Lee und das musst du auch mit Würde vertreten, lieber Roger Chickadee. Ja. Du bist jetzt im Knast und ja, ich hoffe, dass du die harte Zeit überstehst und dass du dann aufrichtig nach vorne gehst und deinen Weg gehst. Und ich hoffe, dass du dann auch aus den Fehlern von der Vergangenheit gelernt hast und aus deinem Weg was machst. Ich höre auf mit YouTube. Ich weiß nicht, ob ich eine Pause mache oder ganz aufhöre. Ich mag auch nicht mehr. Also mir ist das jetzt langsam auch echt zu viel geworden. Und ja, also, weil die meisten verkennen das, Schichten. Wing Chun Training, Kali Training, Bodybuilding, Haushalt und YouTube. Ja. Und es ist ja nicht so, dass man YouTube-Clips dreht, man tut sie hochladen, veröffentlichen, Planer. War eigentlich der Erste in der Szene, wo fast jeden geschrieben hat, jeden kommentiert hat. Ja. Und selbst das war zu wenig. Dann haben die Leute gefordert, ja, mach doch den Clip, dann bin ich auf das eingegangen. Ja, dann bin ich den Leuten entgegengekommen, waren sie immer auch zufrieden. Dann haben sie geschumpft, warum hast du das und das wieder gelöscht. Ja, manche Sachen löscht man auch. Zum Beispiel Dominik Koch hat gesagt, dreh mal dein Standbein ein, das ist gute Kritik, aber wenn es auch noch beleidigend wird, dann lösche das. Aber wenn echt Leistung bringst und die Leute sagen, das ist fake, ist das auch Beleidigung, weil man hat ja die echte Leistung gebracht. Ja? Und dann lösche die Beleidigung normalerweise auch dann. Wenn zum Beispiel Michael Smoling einen Wettkampf bringt und die Leute schreien fake, das ist für den Michael Smoling auch Beleidigung. Der hat ständig trainiert auf dem Wettkampf, auch wenn der eine höhere Liga ist wie ich. Und dann stellt er sich der Ängste und stellt sich den Gegner und macht einen Superkampf. Ja? Und die Leute schreien dann fake, obwohl es ein echter Kampf war. Das sagt der Michael Smolik, sag mal, was ist mit euch los? Das ist ja nicht bescheuert. Und so ist bei mir auch. Ich trainiere dann noch hart auf den Kampf
Und dann hat man Angst, möchte am liebsten einen Kampf absagen und überwindet sich. Und ich habe mir einen Mann gestellt und der Mann hat sich mir gestellt und wir haben doch irgendwo auch, eigentlich haben wir einen Superkampf geliefert. Ja, super Technik rausgehauen, auch wenn die Leute da mehr gesehen hätten. Und dann ist das eine Beleidigung und dann zu so einem echten Wettkampf weggeschrien wird. Ja, das macht mich sehr traurig. Weil die Leistung war ja da und ja, wir brauchen nicht mehr sagen. Ja, es sind auch einige Leute auf der Hall of Fame rausgeflogen. Ja, Team Ninja ist rausgeflogen, Rebellion ist rausgeflogen. Ja, Team Ninja schon, habe ich erwähnt. Und Uraz Lee ist rausgeflogen. Ja. Die sind durch Leistung in die Hall of Fame gekommen, aber durch das nachtragliche Verhalten sind die halt natürlich dann rausgeflogen. Ja. Weil so, ja gut, so Hall of Fame Ding muss man sich erstmal ja, so verdienen, aber das Verhalten danach muss ja auch dementsprechend weitergehen. Ja. Rebellion kann man Hall of Fame hat er sich hängen gelassen. Da hat er da über den Christopher Herzog, über den gelästert. Ja. Da habe ich schon gedacht, oh, ob der richtig in der Hall of Fame ist. Und ja, von daher. Bei Team Ninja war es ja jetzt genauso und bei Uraz Lee, der ist ja mit Kung-Fu-Leistung und mit Charakter ist ja in der Hall of Fame gekommen und über den habe ich immer Werbung gemacht und dann den supportet und einige Abonnenten hat er durch mich gewonnen. Aber was der über mich herzieht in andere Plattformen, das geht halt dann auch gar nicht. Dass er gesagt hat, okay, das zwar die sich die Hall of Fame verdient, aber durch das schändliche Verhalten nachträglich ist er natürlich dann rauskommen aus der Hall of Fame. Wer nur in der Hall of Fame, wer mit einem Fuß nur in der Hall of Fame steht, ist der Rebellion. Das habe ich nur auf privat gestellt, nicht gelöscht. Den kann ich wieder in der Hall of Fame nehmen, wenn da wieder Kontakt zustande kommt. Wenn nicht, dann ist so. Und ja, für mich jetzt das Letzte. Es wird noch Hall of Fame heute geben. Ja. Weil jemand in Hall of Fame tut, bevor ich aufhöre. Das ist der liebe Thomas Lorenz, der hat sich da, der zwar dann lang zaudert, in Hall of Fame zu nehmen, weil er auch ein paar negative Eigenschaften gehabt hat, aber ich habe ihn schon lange verziehen und da hat er natürlich durch Leistung hat er sich rausgemacht und in viele Kanäle und deswegen kommt er bei mir in Hall of Fame. Da hat mein Kanal supportet und geholfen. Den vom Rocket JGD hat er geholfen, Rocco hat er geholfen und einige Kanäle. Und wer so viel Leistung bringt, der kommt natürlich in die Hall of Fame. Hat sich ja jetzt die letzte wieder charakterstark rausgetan bei dem Rebellion Stammtisch, wo er gegen mich, wo viele gegen mich waren und er war für mich. Und natürlich möchte ich mich auch bei allen bedanken, die für mich waren, bei Don Ameise, bei Handkanter Pauchin und bei Thomas Lorenz, die dann da echt geholfen haben. Ich habe mir ja selber nicht wehren können, weil er entfernt war aus dem Stammtisch. Und ja, das ist jetzt eigentlich das letzte Ding in YouTube, wo ich bringe, weil ich habe jetzt auch nicht vor, irgendwie weiterzumachen mit YouTube. Und von daher fällt mir die Abschiedsrede ein bisschen schwer. Gerade ist eingeschlafen bei der Rede. Ja. Also mal die Blume für die Jen hier. Also ich würde das jetzt nicht prompt aufhören, weil ich mache jetzt ja YouTube schon ewig. Der erste Kanal war 2011 und den jetzigen Kanal gibt es seit 2013 bis heute, ist also schon ein ganz langer Weg. Ja, ganz lange Strecke, ganz langer Weg und wird dann noch ein paar Abschiedsvideos machen und ja, so ein Musikvideo und noch chinesische Abschlussrede und so weiter. Und wünsche euch, die ganze Community, die ganze Abonnenten, ihr seid mir alle ans Herz gewachsen. Wir sind alle ein Teil von Kung Fu Fitness Lifestyle Family. Ja. Und aber irgendwann ist auch mal das Ende gegeben. Der Letzte macht das Licht aus.
Ade. Ade. Milky, du bist die Letzte. Mischst du das Licht aus?